Wir befinden uns hier in der Ausstellung Impressores 3 bei Laufen und Brasileia. Es handelt sich hier um ein Kooperationsprojekt zwischen unserer Stiftung Brasileia und der Laufen Bathrooms AG, hier in Laufen, auch im Baselbiet. Aus Anlass des 100. Geburtstags unseres Stifters Walter Wüthrich und dem 15-jährigen Brasileia-Jubiläum haben wir diese Kooperation ins Leben gerufen, haben diesbezüglich aus unserer 15-jährigen Geschichte 5 brasilianische Künstler ausgesucht, mit denen wir schon Einzelausstellungen hatten, die schon eine Geschichte mit dem Haus haben, mit Brasileia, und haben dann eine Künstlerin damit beauftragt, eben ein neues Objekt zu kreieren. Das ist Maria Campelingeiro, die immer in Alabaster arbeitet und natürlich dann auch mit der Materie Stein sich schon viel auseinandergesetzt hat. Sie hat eben diesen Polieder oder Poliedro auf Brasilianisch eben designt, und auf dieser Form haben dann die anderen Künstler ihre Kunst präsentiert und eben die Kunst adaptiert an diesen Polieder. Das Spannende daran ist, dass man ganz viele Querbezüge herstellt. Wir haben verschiedene Kabinette kreiert, für jeden Künstler eben eins. Hier befinden wir uns im Kabinett von Alex Fleming. Man sieht Kunstwerke von ihm und seine Arbeitsweise, dass man einfach auch einen Bezug herstellt. Wie kommt diese Kunst eigentlich auf diesen Polieder? Woher kommt sie? Wie sieht die Entwicklung aus? Dass man einfach auch einen Eindruck bekommt, was ist die künstlerische Arbeit der oder des Künstlers und wie sieht denn der Polieder aus. Für uns selber war es extrem spannend, auch mit der Kreativindustrie zusammenzuarbeiten, die viele Objekte auch einfach in großen Stückzahlen herstellt, aber eben immer wieder an diesen einzelnen Designschritten, an diesen Entscheidungsschritten ganz offen war und auch vor allem gegenüber uns mit unseren Ideen, mit unserem Hauptkonzept dann an uns eigentlich Freiheiten gelassen haben und vor allem auch den Künstlern Freiheiten gelassen haben. Wir sind mit den Künstlern immer wieder in die Fabrik gegangen, haben diesen ganzen Prozess erklärt, wir haben ganz viele neue Sachen gelernt und haben dann auf Grundlage der Parameter, der Bedingungen, haben sie dann selbst ihre Kunst angepasst. Und zwar auch für alle Künstler sehr bereichernd, wahnsinnig viel gelernt, alle miteinander. Und das fanden wir eigentlich mit dem wichtigsten Beitrag hier. Bei Alex Fleming hier in diesem Werk sieht man eigentlich besonders gut, dass es eigentlich jetzt auch möglich ist, Fotokunst in jeglicher Form auf diesem Polieder industriell praktisch herzustellen, auch wenn sehr viel Handarbeit drin ist. Wir haben ganz viele Sachen ausprobiert natürlich, viele Sachen sind erstmal nichts geworden, aber dann sind wir eben auch einen Schritt weiter gegangen. Und dieses Objekt ist eigentlich, finde ich, wie wegweisend auch für zukünftige Kunst- oder Designprojekte mit Laufen oder für Laufen oder auch von Laufen, weil es jetzt eigentlich praktisch die Möglichkeiten, die vorher limitierter waren, jetzt noch einen ganzen Schritt weiter herausgeschoben haben. Und das, glaube ich, braucht immer wieder auch die Künstler, die diesen Schritt wagen und auch frei von Konventionen sind und erstmal sagen, ja, nichts ist unmöglich, und das Nichts ist unmöglich ist eben möglich geworden, und das freut mich besonders. Und das eben auch in allen Objekten, jeder auf seine verschiedene Art und Weise. Hat uns sehr viel Spaß gemacht. Und für Brasileia an sich ist so eine Zusammenarbeit mit exzellenten Partnern einfach unheimlich wichtig, dadurch, dass wir sonst gar nicht die Möglichkeit haben, so international zu gehen. Wir waren jetzt mit dem Projekt schon in Miami, es ist bald auf dem Weg nach Sao Paulo. Im März wird es in Sao Paulo gezeigt und schlussendlich kommt es eben an die Design Week, Art Week in Basel wieder zurück und ist auch hier präsent. Und sind alle herzlich eingeladen, diese Kooperation in den Objekten mit den Resultaten vor Ort auch anzuschauen. Wir freuen uns auf Sie. Bis bald. Até em breve. In Laufen lieben wir den Diskurs mit Architektur, Design, aber auch mit der Kunst. Es gibt uns Inspiration, es schafft auch eine Unternehmenskultur, die wir pflegen, und so ist dieses Projekt Impressores hier in der 3. Auflage bereits ein hervorragendes Projekt, diese Werte zu schaffen und auch die Künstler zu unterstützen, und auch die Foundation Brasileia, die hier in einer ganz tollen Zusammenarbeit mit uns die dritte Edition des Impressores-Projektes realisiert hat. Wir haben das Projekt begonnen vor einigen Jahren mit brasilianischen Designern und Architekten, namhaftesten Architekten und Designer, und auch die 2. Edition
war in diesem Sinne weitergeführt. Schon dort kamen Künstler hinzu, Street Art Künstler, Fotografen, auch Fashion Designer aus Brasilien, die sich auseinandersetzen konnten mit unserer Materie, der Keramik, und die bespielen konnte. Jetzt in der 3. Edition die Initiative stark von Brasilea, von Daniel Faust und mit Künstlern, mit denen er bereits gearbeitet hat. Ein ganz besonderes Projekt, sehr viel Emotionen und auch mit einem ganz tollen Ergebnis, dass wir mit dem wir um die Welt fahren, dass wir an den wichtigen Plätzen dieser Welt, wo Kunst und Design zusammentreffen, bereits vorgestellt haben und weiter vorstellen werden. Angefangen hat alles hier in der Stiftung Brasilea im Basler Rheinhafen. Das Künstlertrio SHN aus Sao Paulo hat sich dem Lachs angenommen. Der Lachs, der war hier in Basel im Rhein eigentlich mal eine Speise der armen Menschen. Unterdessen ist er ausgestorben, deshalb haben sie diesen Lachs gewählt. Das ist auch aus dem Grund, dass es unterdessen ein Wiederansiedlungsprojekt gibt des Lachses hier im Rhein, der wieder bis nach Basel kommen soll. Der Lachs hat uns gemeinsam mit SHN, mit Eduardo, einer der 3 Männer, die das Künstlertrio sind, nach Miami gebracht, wo wir das Projekt auch vorstellen durften mit einer gemeinsamen Installation von ihnen. Esse projeto nos deu a oportunidade de experimentar uma coisa completamente diferente com o material Saphir Ceramic. Saphir Ceramic foi uma inovação da Laufen, uma variação, um desenvolvimento da cerâmica que nos permite criar peças que são muito mais finas, muito mais leves, mas tão resistentes quanto a cerâmica normal. E com esse projeto a gente usou o material para criar formas completamente novas que não são as que a gente normalmente produz na nossa fábrica. Então nós criamos esse objeto artístico com novas formas, um objeto que é oco por dentro, que pra gente foi uma novidade e a gente teve a oportunidade de trabalhar com artistas criativos para criar impressões que cobrissem uma vasta área do objeto também, que isso também pra gente é uma novidade. E esse intercâmbio, essa troca de conhecimento nosso com os artistas é algo que é muito enriquecedor, é algo que para os artistas é fascinante ter a oportunidade de passear com a gente pela fábrica, aprender um pouco mais sobre o processo industrial, como é que cerâmica é produzida numa escala mais industrial, ao passo que para a gente essa criatividade, essa inovação em cada peça que eles fazem, cada ideia nova que eles trazem, é muito enriquecedor também. A espontaneidade, muitas vezes, com que eles desenvolvem projetos para a gente é muito interessante também. No caso do Zezão, em particular, foi super bacana também, porque eu estive aqui enquanto ele estava criando essa instalação ao vivo aqui na parede e essa troca é sempre muito rica e para a Laufen é sempre muito valiosa. O lançamento do projeto aconteceu aqui na Brasilea, depois o projeto viajou para Miami para ser mostrado durante a Design Miami e agora em março de 2019 a exposição viaja para São Paulo e vai ser mostrada durante a Expo Revestir. No contexto, na história do projeto Impressões by Laufen, isso também é muito bacana porque é como o projeto Impressões retornando a casa, retornando ao Brasil.